Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von digitalfernsehen.de zu einer neuen Folge des DF Talks. Mein Name ist Christian Truzinski, Chefredakteur des HDTV-Magazins, und bei mir ist heute Christoph Pech. Moin, Lieber moin. Christoph, haben wir jetzt ein holographisches Abbild von dir hier reingebeamt, weil eigentlich solltest du über den großen Teich chatten und uns live von der CES berichten, aber irgendwie siehst du doch ziemlich real aus für eine Projektion. Das ist Riesentechnik. Ja, du musst wieder in der Wunde bohren. Leider wurde mein Flug Richtung Las Vegas gecancelt, weil mal wieder, das ist glaube ich dir letztes Jahr passiert. Ich bin bis Frankfurt gekommen, muss man sagen. Du bist immerhin bis Frankfurt gekommen. Ich bin tatsächlich in Leipzig stecken geblieben, weil das Wetter mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und bis ich irgendwann mal dann in Las Vegas angekommen wäre, wäre die CES im Prinzip vorbei gewesen. Und Leipziger Flughafen so nachts schön ist super. Genuss. Vor allem, wenn viele angefressene Leute da sind, die alle gern nach Frankfurt wollen, weil sie irgendwo hinfliegen müssen. Aber hey, kann man nichts machen. Zum Glück leben wir ja im Internetzeitalter. Genau. Das heißt, wir waren eigentlich so ziemlich live dabei bei allen Pressekonferenzen. Wir haben auch schon fleißig gemailt mit den Herstellern, um die Infos zusammenzutragen, sind trotz dieser stattlichen Entfernung natürlich in CES-Laune. Und beginnen einfach mal mit Samsung. Genau. Samsung ist ja Marktführer im TV-Bereich, das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Obwohl man sagen muss, dass bei den CES-Pressekonferenzen jeder Hersteller irgendwann mal von sich behauptet hat, dass er bei irgendwas Marktführer ist, wie das eben so ist. Das ist der Vorteil von Zahlen. Ne? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Ja, Samsung Marktführer im TV-Bereich. Die Pressekonferenz kam diesmal im Vergleich zum letzten Jahr auch ohne Pech und Pannen aus. Man erinnere sich an, ich glaube, Michael Bay war es, mit Transformers, sensationelle Vorstellung. Dieses Mal lief alles glatt, aber es war auch so ein bisschen... Es war eigentlich viel Technik dabei. Ist, glaube ich, ein bisschen seltsam für Samsung, dass man jetzt über Technik kommt. Aber ich denke mal, sie machen es marketingtechnisch ganz schön clever, denn alle versuchen ja immer komplizierte Technik kompliziert zu erklären, und Samsung schreibt einfach jetzt ein S vor das UHD und sagt, SUHD ist die neue Generation. Kann man da schon absehen, ob das jetzt reines Marketing ist oder ob da auch was dahinter steht? Naja, ob die Auflösung höher wird, das darf bezweifelt werden. Es handelt sich letztlich immer noch um UHD. Samsung hat das S, hat auch noch gar nicht genau erklärt, wofür dieses S nun steht. Ob es nur Super oder Samsung oder Spitze ist, das weiß keiner. Aber das wissen wir ja seit den Superman-Filmen, ne? Das S steht für Hoffnung. Ganz genau. Es steht für die Hoffnung, dass die Samsung-Fernseher wieder besser werden. Ja, auch Samsung hat im Prinzip wie viele andere Hersteller auch gesagt, dass die 2015er Serien wieder die besten Fernseher werden, die sie je produziert haben. Und mit diesem SUHD wird letztlich nicht die Auflösung erhöht, sondern Samsung arbeitet jetzt auch mit Quantum Dots. Haben wir ja hier schon im Magazin faktisch angeteasert. Genau. Ist vielleicht ganz lustig, wirklich alles, was wir hier im Dezember angeteasert haben, hat sich dann letztendlich so bewahrheitet. Das ist eben auch ein vielleicht kleines Problem der großen Hersteller bei der Messe gewesen, dass sie mit Überraschungen nicht wirklich punkten konnten, weil sie letztlich keine Überraschungen im Portfolio haben. Bei diesem SUHD verspricht Samsung, dass eben eine bessere Kontrastdarstellung geschafft werden soll. Das Schwarz wird schwärzer werden und die Helligkeit soll um 2,5 Mal heller sein als bei konventionellen 2014er Fernsehern. Es wird auch, größer werden sie auch mal wieder, 110 Zoller hatten sie da, war es glaube ich, der aber von Hisense war es glaube ich, noch getoppt wurde. Der war zwar auch 110 Zoll groß, aber insgesamt noch einen Millimeter größer oder sowas. Egal, da werden insgesamt 66 neue UHD-Modelle kommen quasi von Samsung auf den Markt in verschiedenen Reihen. Und das ganz große Gerät wird, da muss ich nachgucken, wie es nur heißen soll. Das Flaggschiff 2015 wird der JS 9500. Das ist quasi ein 88 oder 80 Zöller. Gibt es auch, glaube ich, auch kleiner, ne? Also wird es auch wieder kleiner geben, natürlich. So geben. Genau. Was ich ganz interessant finde, wird das erste Jahr sein, in dem Samsung praktisch kein neues Design einführt. Also eigentlich war ja Samsung immer dafür bekannt, bei der Bildtechnik natürlich mit ganz vorn zu sein, sonst wird man wahrscheinlich auch nicht Marktführer.
Aber die Message ging eigentlich immer über das Design. Also falls wir uns mal zurückerinnern, als wir von CCFL auf LED umgeswitcht sind, hat dann Samsung irgendwann mal angefangen, dieses Edge-LED zu verbauen, um die Fernseher so flach zu machen. Dann hattest du das Problem, dass die Rahmen sehr breit waren. Dann haben die das eliminiert und dann hatten wir praktisch flache Fernseher, borderless. Im letzten Jahr war es curved und dieses Jahr interessanterweise überhaupt kein neuer Designtrend. Ja, also zumindest teilweise. Die haben sich da was einfallen lassen mit einem Künstler, den Namen kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen, was sie vorgestellt haben. Das waren 82 Zöller, S9W heißt der und also das ist im Prinzip das Standard Samsung Design, alles curved bei denen, mittlerweile ist ja eh klar. Und der steht aber auf so einem Metallklotz, der dann für die gesamte Technik und vor allem Audiotechnik und so weiter zuständig sein soll und das soll dann eben aussehen wie so eine Skulptur und total schön sein. Das ändert aber an dem Design des eigentlichen wird wahrscheinlich nicht günstig werden. Und wird wahrscheinlich eben auch nicht günstig werden. Das ist dann kein Gerät, was so in den normalen freien Markt wahrscheinlich kommt. Ganz kurz nochmal zur Technik. Die Top-Serie wird diesmal tatsächlich Local Dimming haben. Das heißt, die LEDs sitzen diesmal wirklich hinter dem Panel vollflächig. Sie können einzeln in Sektoren angesteuert werden. Da muss man jetzt abwarten, wie viele Sektoren es sein werden. Den Helligkeitsboost, der wird super interessant sein, weil ja auch Bildmaterial schon vorgestellt wurde mit Life of Pi und Exodus, die das unterstützen werden, High Dynamic Range. High Dynamic Range war, genau. Und der erweiterte Farbraum kommt noch hinzu. Und es ist auch die Rede, dass das Panel selber von 8-Bit auf 10-Bit geht. Also man hat nicht nur praktisch softwaremäßig diese Interpolationsgeschichte drin, sondern das Panel ist halt wirklich nativ dazu in der Lage, das zu liefern. Und es wird sicherlich für alle, nicht nur Samsung-Fans, ein spannendes Jahr werden, weil es ist für Samsung, obwohl OLED fehlt, der größte technische Schritt, den wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Wobei wir halt sagen müssen, wir hatten auch schon den 105 Zoll im Test und der hat es ja schon, viele Technologien. Und man muss auch dazu sagen, dass es vor allem für die Endverbraucher, die zu Hause sich einen neuen Fernseher holen wollen, tatsächlich jetzt langsam mit UHD auch interessant wird, auch bei Samsung, weil die neuen UHD-Modelle, die sollen jetzt langsam in die Preisregionen kommen, die auch, also ohne dass jetzt genaue Zahlen genannt wurden, das wird ja für Deutschland dann sowieso nochmal interessant, aber dass die jetzt auch in Preisregionen kommen sollen, wo auch der normale Endverbraucher, der jetzt nicht das absolute High-End-Gerät sich immer holen will, tatsächlich auch mal über UHD nachdenken kann. Einziges Fragezeichen ist natürlich Curved. Ne? Also Samsung steht halt nach wie vor für Curved. Das heißt, viele Hersteller lassen die Wahl, Samsung eher nicht. Zumindest bei den Top-Modellen. Samsung hat aber auch nochmal extra dazu gesagt, dass viele Experten und auch Kunden bestätigt haben, dass Curved ganz, ganz großartig ist. Und wenn Samsung das glaubt, dann ist auch nachvollziehbar, warum sie bei Curved bleiben. Wir haben es ja getestet und müssen sagen, Vor- und Nachteile wiegen sich auf. Für die Bildqualität hat es eigentlich keinen Einfluss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann sicherlich bei der nächsten Folge des DF Talks. Bis dann. Bis dann.